Ich bin der Lorenz Wilhelm, ich bin Student, auch aus Karlsruhe. Ich habe dort meinen Bachelor gemacht an der Hochschule und habe jetzt das EUFM-Programm abgeschlossen, hier in Frankreich und vorher auch an der Hochschule Karlsruhe. Und ja, ich mache privat sehr viele Sachen, die mit Mechatronik zu tun haben tatsächlich. Ich bin so der Bastler. Ich baue schon immer gern Dinge, ich baue schon immer gern Fahrzeuge. Früher viel Verbrennungsmotoren auch, jetzt mittlerweile natürlich bin ich mit der Zeit gegangen, Elektro, auch zum Teil durchs Studium gelernt. Ich mache schon immer gern Modellbau, was auch dazu passt. Ja. Und was haben Sie als Masterarbeit gemacht? Als Masterarbeit war ich in einer Firma im deutschen Ausland, weil ich nämlich hier an der französischen Uni war und war in einer kleinen Firma und habe dort einen elektrischen Antriebsstrang entwickelt für eine Oldtimer-Umrüstung. Also sprich, man nimmt einen Oldtimer, baut einen elektrischen Antriebsstrang ein, um diesen Oldtimer dann idealerweise länger auf der Straße fahren zu können, zuverlässiger zu machen, emissionsfrei zu machen und so weiter. Aber der läuft dann noch mit Verbrenner oder rein elektrisch? Rein elektrisch, das ist quasi ein Umbausatz. Ein Umbausatz. Und Ja. haben Sie in Summe dann entwickelt oder wie ist das vor sich gegangen? Wir waren 3 Studenten in dem Projekt dort und natürlich einige Ingenieure von der Firma dort. Und ich war für Antriebsstrang zuständig. Es gab noch jemanden, der war für rein Elektronik, Elektrik zuständig, Kabelauslegung und so weiter. Und noch jemand für die Gesamtfahrzeugintegration. Der hat Packaging gemacht, der hat die Gesamtfahrzeugintegration gemacht, das ganze Montieren der einzelnen Komponenten im Fahrzeug. Und das wird dann vom TÜV abgenommen oder so? Oder wie ist da die Vorgehensweise? In dem Fall ging es jetzt primär darum, einen Prototyp zu bauen, um zu demonstrieren, dass das Ganze funktioniert, dass das System so einsetzbar ist. Und das soll dann in Kleinserie möglicherweise in Produktion gehen und würde dann per Einzelzulassung tatsächlich auch straßenzugelassen werden bei den einzelnen umgerüsteten Fahrzeugen. Und was war der Grund, dass Sie dann von Frankreich wieder nach Deutschland gegangen sind? In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur meinem Interesse nachgegangen. Ich habe gedacht, jetzt ist die Gelegenheit für diese Masterarbeit, dieses 1,5 Jahr, einfach nur danach zu gehen, was ich machen möchte. Und dann habe ich gesucht, sowohl nach Robotik, was mich sehr interessiert, was ich hier in Frankreich viel gemacht habe im Studium, in dem Fahrzeugtechnologiestudiengang in Karlsruhe. Und ja, ich habe das Thema gefunden, Umrüstung, Elektro, Oldtimer, Sportwagen. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Thema und habe mich darauf beworben und habe es zum Glück auch gekriegt. Sind Sie da beeinflusst worden von Herrn Wietzke? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, muss ich sagen, hatten alle Professoren, die ich in dem Fahrzeugtechnologiestudiengang in Karlsruhe hatte, ihren Einfluss. Also auch Professor Kettner mit Verbrennungsmotortechnik. Und weil dort viele Effizienzthemen angesprochen wurden, viele Emissionsthemen und so weiter. Also ich glaube, da hat jeder seinen Teil getan. Aha. Aber Sie gehen jetzt in rein elektrisch. Genau. Was ist da die Überlegung für Sie gewesen, dass Sie sagen, ich möchte jetzt in rein elektrisch reingehen? Ich hatte im Praxissemester, für das ich auch sehr dankbar bin, an der Hochschule macht man ein Praxissemester, da hatte ich einen gewissen Einblick finden können in eine andere Firma schon und habe so ein bisschen den Stand der Technik sehen können, was jetzt gerade entwickelt wird in der Automobilindustrie. Und das sind, auch wenn wir das als Endnutzer noch nicht ganz sehen, das sind fast nur noch Elektrofahrzeuge. Also egal, was für eine Meinung man dazu hat, in Zukunft wird es nur noch Elektrofahrzeuge geben. Es wird noch einige Jahre dauern. Und da ich sehe, dass der Trend dorthin geht, habe ich gesagt, okay, dann möchte ich in dem Thema tiefer einsteigen und ja, da eine Entwicklungsarbeit Haben Sie auch leisten. bei Formula Student mitgemacht? Ich selber habe nicht bei Formula Student mitgemacht, aber Formula Student begegnet mir immer wieder. Ist mir im Praxissemester begegnet, weil ich bei einer Firma war, die haben viel Rennsport gemacht. Da sind ganz viele Leute, da waren vielleicht 50% der Leute oder noch mehr, waren früher mal als Student Teil von Formula Student. Und jetzt auch bei der aktuellen Firma war es auch so, die anderen Studenten, die waren bei Formula Student gewesen, die sich mit dieser Umrüstung beschäftigen. Sie sind ja schon ein hervorragender Student, der jetzt auch schon mal eine Promotion angeboten bekommen hat. Was sind da Ihre Überlegungen? Da gab es viele Überlegungen dazu, muss ich sagen, weil Promotion ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Und ja, ich habe jetzt kürzlich mir darüber Gedanken gemacht, weil ich jetzt mit der Masterarbeit fertig war. Da musste ich mich jetzt ein bisschen entscheiden. Da habe ich mich jetzt entschieden, erstmal einen Job anzunehmen. Allerdings habe ich da mir die Möglichkeit offen gehalten, später noch eine Industriepromotion zu machen. Die Gedanken waren dafür, dass ich ein bisschen
im normalen Berufsumfeld und in einem Firmenumfeld jetzt ein bisschen mich dran gewöhnen will, an die richtige Arbeitswelt, um nicht ausschließlich in der akademischen Welt zu bleiben. Und dann später habe ich aber eigentlich großes Interesse dran, wieder in die Richtung Hochschule zu gehen und dann mal sehen, was dann noch so kommt. Wie würden Sie das ganze Konzept von EU4M so für sich beschreiben, was das für Sie gebracht hat? Das gesamte Konzept allgemein würde ich beschreiben als Leute zusammenbringen. Das ist eigentlich, das ist da das Hauptsächliche, was stattfindet. Für mich persönlich ist es Horizont erweitern und das klingt jetzt relativ banal. Das wird wahrscheinlich jeder sagen, der hier sitzt auf dieser Couch, aber genau das ist es. Es ist Horizont erweitern, an eine andere Uni gehen, auf eine andere Sprache, auf einer anderen Sprache studieren und mit Leuten aus anderen Ländern sprechen. Das war hier für mich der wichtigste Teil. Naja, es sind jetzt relativ viele außereuropäische Studierende hier. War das Genau. für Sie ein Kulturschock? Oder? Für mich persönlich muss ich sagen, ich habe mir meinen Kulturschock schon früher geholt. Und zwar war ich im Bachelor mal im Ausland in Malaysia, ein Semester lang. Und das war eine absolut tolle Erfahrung. Und ich bin so froh, dass ich jetzt hier auch wieder Leute nicht nur aus Frankreich getroffen habe, sondern eben alle internationalen Studierenden, die durch EU4M hier zusammenkommen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, weil die eben, ja, jeder hat eine Geschichte zu erzählen von sich zu Hause. Da lernt man so viel mehr. Haben Sie da noch Kontakte zu den Leuten oder wie läuft das jetzt ab? Wie stellen Sie es zukünftig vor? Ja, ich sag's mal so, durch die heutigen Medien, jeder kennt WhatsApp, die Kontakte bleiben erhalten. Natürlich schreibt man nicht mit jedem, den man jemals getroffen hat, aber ich habe jetzt noch Kontakte nach Malaysia. Ich habe jetzt noch aktiven Kontakt zu allen möglichen Leuten aus EUFM, aus Frankreich, alle möglichen, die aus den anderen Ländern hierher gekommen sind. Die Kontakte bleiben erhalten und zwar wertvolle Kontakte. Also wirklich, man weiß, wen man fragen kann, wenn man zu einem bestimmten Thema eine Frage hat. Ja. Naja, Asien ist doch schon mal ein Unterschied zu Südamerika. Wie ist das für Sie angekommen von den Leuten her? Sehr vielseitig. Also genau das ist es. Es sind Riesenunterschiede in der Kultur. Asiatische Kultur war Malaysia war schon deutlich anders als in Deutschland. Die Kultur zum Beispiel deutlich lockerer, gleichzeitig etwas weniger organisiert, gleichzeitig aber auch viel entspannter, vielleicht auch schon stellenweise mehr Lebensfreude beteiligt als natürlich bei uns Deutschen. Und genau das Gleiche gilt auch für die ganzen Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe aus Mittelamerika und so weiter und Afrika. Die Unterschiede sind groß und es ist aber schön, weil man gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten kennenlernt, die man mit den Leuten hat und die gleichen Interessen. Letztlich sind wir hier alle zusammengekommen mit EUFM, weil wir alle Interesse haben an diesem Ingenieursstudium. Und das ist ein schönes gemeinsames Interesse, was uns da zusammenbringt. Glauben Sie da, dass die Europäische Union richtige Programme auflegt oder haben Sie das so gemischte Gefühle? Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass das alles in die richtige Richtung geht. Was mir gar nicht bewusst war, als ich den EUFM-Studiengang ursprünglich gewählt hatte, ist, dass ich so viele Leute von außerhalb der EU treffe. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Ich habe mich gefreut. Oh, hier sind Leute aus Kolumbien, hier sind Leute aus Venezuela, aus Simbabwe, die plötzlich alle zusammenkommen, aus Malaysia auch. Das war mir gar nicht klar, dass das in dem EU4M-Studiengang Teil davon ist. Glauben Sie, dass das unsere Welt ein bisschen friedlicher machen wird oder wie sehen Sie das in Summe? Ja, ich glaube, also meiner Meinung nach ist der Austausch zwischen den Kulturen ist das, was uns hilft, nicht unbedingt die Unterschiede zu beseitigen, aber die Unterschiede zu verstehen. Darum geht es eigentlich. Es muss sich nicht jeder, ja wie gesagt, wir wollen die Unterschiede nicht beseitigen, wir wollen sie aber kennenlernen und dann können wir darauf Rücksicht nehmen. Und dieses Programm EUFM ist ein ganz wichtiges Werkzeug, nenne ich es jetzt mal, dafür. Hatten Sie auch Kontakt zu russischen Studierenden? Wir hatten auch Kontakt zu russischen Studierenden. Wir hatten eine Studentin, die war gar nicht mal Teil von EUFM, die hatte ein normales Auslandssemester gemacht, ist aber in unsere internationale Gruppe hier von EUFM einfach mit reingerutscht und war einfach immer mit dabei. Und ja, das war auch sehr, sehr interessant. Dadurch, dass man in Russland eine andere Sprache spricht und sogar andere Schrift hat,
gibt es da relativ viele kulturelle Dinge, die wir gar nicht mitkriegen, obwohl wir in Deutschland eigentlich halbwegs nah dran sind. Und das war wirklich sehr interessant.